Just for, as a reminder about the live streaming, and everything is set up to start. Wir willen anheben mit etwas sehr speziell, was Avram Burstein hat zugegräht für uns. Und das hat zu tun mit Yom Tov Ehrlich. So we will start this program with something very special that Avram Burstein, a Chosid in Israel, hat zugegräht für uns. אוקיי. בסדר? למה? הוא מראה. Avram, wir wollen dich hören, jetzt. Okay, mir seht mir? Okay, ohne mit dem Lied? Wir heben an mit dem Lied. Und es fließt vorbei vor meine Augen, die Gräuel, wo sie noch immer. Es geht doch dagegen, geht doch für die ganze Welt. Ich will nicht vergessen, denn frühmorgen, wenn ich bin, von meinem Leben weg. Junge Männer und wenn zu genug bin, zu helfen der russischen Armee. Ältere Freunde kennen und sich schrecken nicht von Sehen. Seh ich mein Tag mit Mame, begleiten mit den letzten Blicken. Es wird einfach gehen nach 2 Monaten, wird man sich gern zurück. Herzlichen Dank, Avram Burstein. SCoJeC. Yom Tov Ehrlich ist sehr, sehr bekannter Schreiber von jiddischen Lieder, a frummer. So Yom Tov Ehrlich is a very, very well-renowned author of Yiddish songs, and he was very religious, and he's very, very renowned amongst religious people. Shalom Aleichem, Taller Alle. Ich bin Arie Kerbel, Koordinator von der Yiddish House London. Und zusammen mit dem Together-Plan, mit dem Yiddischen Open Mikrofon und mit dem Schottland-Komitee von Yiddische Keiles will ich euch begrüßen in unserer Zoom-Unternehmung Lekovet der Yiddischer Jerusche in Weißrussland. In der heutzeitigen Jiddisch Welt und in der Welt von Ökonomie, Touristik, Industrie, von Politik, redet man wegen der Entwicklung von den baltischen Ländern, die Änderungen in den Balkanen und wegen der starken Spur von Ländern in der zentralen Europa über die Unionen von dem Europäischen Verband. Aber wegen Weißrussland redet man wenig. Ich bin Tamare Glisson. Ich bin eine Forscherin von Geschichte und ich lerne sich ein Doktorat in UCL London. In September bin ich gewesen in Weißrussland, wo ich habe gesehen und gelernt etliche Sachen, was mir wollen euch weisen heint. Emes, in der jiddischen Welt sind gewissen Yechidim gefahren hin und geforscht die ortige Biografien, Städte und wichtige Kapitel in Geschichte von dem Land. Aber mit der akademischen Welt
ist Weißrussland nicht so bekannt bei Jiden. Als Sachstädte, Dörfer und Städtlach haben sich gefunden in der Territorie, wo es ist heute bekannt wie Weißrussland. Shalom Aleichem, ich heiße Idke Lucina. Ich bin ein Lehrer von Jiddisch in der Michigan Universität in Ann Arbor. Viele Jiden, was wissen, dass Mischpoche stammt von dem Ort, sagen oft, als sie stammen von Polen, Litauen oder Ukraine, weil sie sind mehr bekannt mit der jiddischen und allgemeiner Geschichte von den dosigen Ländern. Es ist euch emes, als etliche jiddische Organisationen sind dort heint aktiv, aber man erzählt wenig wegen die Sachen, was kommen heint vor beim jiddischen Zibber dort. Lass mir kodem kol verstehen, was das Together Plan ist, was für eine Sort Arbeit führen sie mit heintigen Jiden in Weißrussland. Lass mir hören, was hat Hilda Braunstein uns zu erzählen wegen dem. Shalom Aleichem allemen. Ich bin ein Freund in Stitzel von der SCoJeC TTP, The Together Plan. Ich will erst sagen ein paar Wörter wegen der Arbeit mit den jüdischen Kehilles in Weißrussland, aber ich will reden von Belarus. Und dann will ich ein bisschen reden wegen Jiddisch, das Loschen-Jiddisch in Belarus. Seit 2013 hat TTP gearbeitet mit den jüdischen Kehilles in Belarus. Sie haben aufgebaut die Kehilles mit tachlistiger Hilfe und Aizes. In die paar Jahren haben die Jiden ausgelernt, wie soll sich allein zu helfen. Wie man sagt, sie sind geworden self-sufficient. Jetzt warten sie nicht, als jener soll sagen, wie soll alles zu machen, wie vorher. Sie organisieren ihre eigenen Cheders für die Kinder, schaffen Aktivitäten in einem Camp für die Jungwaren und haben sich ausgelernt, wer soll zu prävenieren, die alle Yom Tovim und machen auch viele auf Bar Mitzvahs und Bas Mitzvahs mit Hilfe von TTP. Das alles haben sie nicht vorher gewusst, wer soll zu machen. Und jetzt haben sie betochen in sich. Und das Wichtigste ist, als die jüngeren Menschen interessieren sich jetzt in ihre eigene Geschichte, ihr Jerusalem, und will mehr lernen davon. In England euch interessieren sich jetzt als Sachmenschen in das alles. Die Jüngere volontieren und lernen, wer soll zu helfen. Etliche willen fahren nach Belarus, auch hingehen zu helfen, in teilzunehmen in die alle Aktivitäten. Andere willen bloß sehr Wurzeln besuchen. Und als man will, das kann TTP euch organisieren. Der SCoJeC interessieren sich euch in Genealogie und kann helfen, die alle Menschen, was willen Mischpoche in Belarus sichern. Jetzt ist da ein neues Projekt. TTP wird schaffen einen jüdischen Weg durch Belarus, als man sollen können alle leicht gefunden in Besuchen, jeder wichtige Ort, wie es befindet sich ein Schild, ein historisches Gebäude, ein Haus, wie ein berühmter Mensch hat gewohnt. Zum Beispiel, weil wir können besuchen, das Haus, wie Menachem Begin hat gewohnt als Kind, oder dem Heisel in Vitebsk, wie Marc Chagall, ist aufgebracht geworden. Man hofft, als sie wollen können stellen als Simen auf die Erde, wie berühmte Schreiber, Poeten oder Komponisten haben gewohnt oder sind geboren geworden.
Meistens wichtig, weil wir können leichter basieren, die alle traurige Orte wie Lagers oder Ghettos sind gewesen, wie die alle Orte, wie so viele Jiden haben ihr Leben verloren. Man hofft, als das jüdische Loschen wird euch sein repräsentiert auf dem jüdischen Weg, weil Jiddisch ist gewesen die erste Loschen für die Jiden, für die sowjetische Zeiten. Wie ich verstehe, ist es euch gewesen auf ein paar Jahren in die 1920er, meine ich, eine von den Loschones offiziell von Belarus, zusammen mit Belarusien, Russisch und Polisch. Das ist gewesen, wenn die Jiden sind gewesen, knapp 50% von der ganzen Bevölkerung von Belarus. Heint kann man nicht so leicht finden dort, was kann reden auf Jiddisch. Aber in den Jahren, als ich bin herumgefahren in Belarus und ich habe gesungen Lieder auf Jiddisch, habe ich Tage einmal sich getroffen mit einem Mensch, was hat geredet Jiddisch oder hat bloß verstanden Jiddisch oder ein anderer, was hat noch gekannt Gedenken ein paar Wörter. Zwischen den Menschen sind euch gewesen etliche nicht-jüdische, alte Menschen, was haben vorher gewohnt zwischen jüdischen Schreinen und mit wem sie haben geredet auf Jiddisch zwischen sich. In Belarus verstehe ich, es ist gewesen nicht so viel Antisemitismus wie in anderen Ländern. Ein paar von sie wohnen bis heute mit jüdischen Schreinen zusammen. Ich habe solches getroffen in Minsk. Die alle Menschen haben sehr lieb zu hören reden und singen auf Jiddisch. Öfter können wir von dem kommen zum Ausführ, als das jüdische Loschen bindet die alle Menschen zusammen, wie uns euch. Ein zusagendig optimistischer Gedanke für eine Zeit, wenn öfter mehr Menschen wollen kennen das jüdische Sprache wiederreden in Belarus. Großen herzlichen Dank, Ilda. Jetzt wollen wir Herrn Uliana. Uliana ist eine Freiwillige und ein Mitglied von Polotsk-Jüdischer Kehille. Und sie wird uns, ob sie ist da mit uns, wird sie sagen ein paar Wörter. Aber ob nicht, können wir sehen die Bilder, die sind da. So, Uliana was going to tell us a couple of words in Yiddish, but since I don't see her here in the Zoom meeting, probably she was not able to join us, we can see some of the pictures here in the screen. Itke, will you mind in Russian? We have the words here as well. And so here is one of the pictures, the one on the right, because I'm still hoping Uliana to appear, but if not, we can leave her by the end. It's the members of the Together Plan and members of the Polotsk community are here on the table with someone from Brest telling his memories about the Second World War, and so on. And on the left, we can see a picture of Uliana, Dima, Daniela, and we can see them here in making a Shabbat, making the blessing for Shabbat. What we can see, what we see here is a lot of members of the Polotsk community together to celebrate Shabbat. And Polotsk is one of the important communities with whom the Together Plan works with. Sehr gut. It's der Itke. Itke. Now we will go and learn a little bit about Anna Margolin. Jetzt wollen wir hören ein bisschen wegen Anna Margolin.
Und Itke wird sagen ein paar Sachen wegen dem. Itke, Das verfreuen, meine ich. Itke, bin da. bist du? Mhm. Gut, ob du kannst sagen, was du willst sagen wegen Anna Margolin, das ist wunderlich. Ja. Anna Margolin ist ein jiddischer Poet, ein Modernist, geboren geworden in Brest, Belarus, aber sie hat geschrieben Strophen und die Lieder in New York. Sie ist Arriberke in New York in 1906 und ist geblieben dort bis heute in 1952. Sie ist gewesen eine sehr wichtige Figur wie ein Poet, was ist eine Frau. Und sie ist gewesen ein Teil, sei von den Jungen und sei von ihr in sich, aber ihr Call ist gewesen fort sehr anders und speziell. Und jetzt Sarah Meyerson wird singen ein Lied, was Anna Margolin hat geschrieben und das ist Die Goldene Pave. And now Sarah Meyerson, the cantor Sarah Meyerson, will sing Die Goldene Pave, a song written by Anna Margolin. And Elias Schneeves. Hi. This musical setting, by the way, is by Lebu Levin. Thank you. Ist die goldene Pave geflogen, geflogen, und die Nacht hat geöffnet, die goldene Augen. Lichtiger meiner, schlaf ein, schlaf ein. Und die Nacht hat geöffnet, die goldene Augen, bin ich Fiddle geworden und du der Beugen. Ruhiger meiner, schlaf ein, schlaf ein. Bin ich Fiddle geworden und du der Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt sich gebeugt. Zärtlicher meiner, schlaf ein, schlaf ein. Und das Glück über uns hat verliebt sich gebeugt. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuer meiner, schlaf ein, schlaf ein. SCoJeC, so schön. It was so beautiful. Krasavica. Ich weiß nicht, ob man sagt das so. Okay, a großen herzlichen Dank, Sarah. Now I can see that Uliana is here with us, so we will go back to Polotsk, and Uliana will tell us a few words. Uliana, you have to unmute yourself, Uliana. Okay, I could see Uliana a second ago, but I'm not seeing her anymore. So Uliana probably has, yeah, so Uliana, can you unmute yourself? Or probably you have to join with the audio. We'll wait for you for the next one, but now we will go to
Arthur and Friedel as Lomir Eats, Take von von Brest, weil wir sind gewesen mit Anna Margolin. Wir wollen von Brest kein Minsk, wo Arthur Lifshitz befindet sich. Ist der Vorsitzender von die Together Plan in Weißrussland. Ist mit einem spezieller Chaberte, was ich habe gehabt dem Schuss, sich zu bekennen mit ihr. Sie ist Friedel Reismann, ein Lebengebliebene von der Ghetto in Minsk. Tigere, Arthur und Friedel. Ihr kennt uns zu hören. Dear Arthur and Friedel, can you hear us? Yes, we can hear you, and Frida can hear you, and I'm giving a computer voice to Frida. Okay. Можешь говорить, Можно говорить, да? на идиш, да. Ich rede на Yiddish. Vater Milchoma, habe ich nicht gewusst Yiddish. Ich bin gewesen kleine, noch in Ghetto, mir gerät alle Yiddish. Und ich habe das ausgelernt. Bei uns ist mir gerät auf Yiddish. Alle, die Mama, der Tate, die Brüder. Und ich wissen Yiddish, meine Kinder, meine Ehenikler. Ich bin gewesen in Ghetto, in Minsker Ghetto. Das ist gewesen sehr schrecklich. In Europa, man sagt, als ein Ghetto ist nicht gewesen. Sie gewesen eine volle Ghetto. Aber 2 Jahre mit 4 Chadoshim ist gewesen die Ghetto. Mein Tate ist gewesen der erste, wer es gemacht, ein Partisanskun trat in Minsk. Und der Bruder ist gewesen, ist gewesen 19 Jahre. Er sehr gewesen in Partisanskun trat. Okay, 1 Minute. 1 minute, not 1 minute. Okay, so Frida from Minsk is telling us how hard was the life in Minsk ghetto. She was in Minsk ghetto. She's telling us that Yiddish is her mother tongue, and that Yiddish was the language spoken in Minsk ghetto. Her brother was a member of the Otriad. I forgot that word in English, of the partisan group. Bitte Itke, a kurze Übersetzung, die Frida soll gehen weiter. So now in Russian, and then we'll finish listening to Frida. Спасибо большое. Фрида Райсман рассказывает о своем опыте в Минском гетто и ее родной язык идиш, и она рассказывала о своем отце и о брате, который был в партизанском отряде. Großen Dank, Frida, du willst Mamschich sein, if you want to continue with what you were telling us. Говори. Warum sage ich, als Minsker Ghetto ist gewesen sehr ein schwerer Ghetto. Kein Essen ist nicht gewesen, kein Wasser ist nicht gewesen und nicht gewesen, sie gewesen kleine Haus. Mit gedacht, mit sind nicht gewesen отопление, как это? Heating. Ну, на английском или... Sind nicht gewesen Warmkeit. So Frida is telling us that it was very, the life in die kleine Stiebe, in die kleinen Stieben gelebt, zu 5, 6 Semien. But there was no water. 150.000 Menschen, die gewinnen in etliche Gassen. It was very crammed. Yes, sie gewinnen sehr große, как это гигиена, это Ну, не гигиеничная. It was
it was very dirty. It was very untied. Schmutzig. Schmutzig. Yeah. Schmutzig. No. Yes, schmutzig. Yeah? No. Uns geholfen auf viele belarussische Menschen, die, wo sie leben, geblieben leben. Das ist die Menschen, was uns geraten wird. So, Sehr winzig uns. Wir sind alte, gewesen Kinder, kleine. they were children Yeah. when that happened. No, Wie alt bist du gewesen? Frida, wie alt bist du gewesen? How old were you? Сколько тебе было лет тогда? In ersten 40. Jahr, nie gewesen noch 6 Jahre. 6 years old. Sind vom 35. Jahr. Vom 35. Ich rede auf Yiddish heint allein. Kinder wissen nicht, sie sind alle Inge von mir. Ja. Sie wissen nicht, sie nicht gehört und nicht no der Milchome gewinnt noch ein Krieg. After the war, there was... Yeah, mit uns sehr hart gehört. Yeah. Nie gekannt reden, nie gekannt schreiben, mit gedacht alles vergessen. But they had to forget everything. Okay. Yeah, noch einmal kommen. A großen Dank, Frida. Wir wollen verendigen mit, ob du kannst uns erzählen, was ist dein beliebste Lied auf Yiddish? What's your favorite song of Yiddish? Какая твоя любимая песня на идиш? A Yiddish, ich denke, was die Mama gesungen. Von neben sitzt ein Mädel, Tumba, und sie auf der weiße Kleidl, Tumba, ist der Bocher zugeflogen, Tumba, dem Weißen vor dem Aros gezeugen, Tumba, oi du Bocher, oi du feiner, Tumba, dir wird es sein, sehr steier, Tumba, SCoJeC, a großen herzlichen Dank. Thank you so much. Значит, Фрида рассказала о том, как было в гетто, как там было грязно, тесно, не было еды и воды, но в то же время, как соседи белорусы им помогали, потому что они еще были друзьями с ними, когда они были детьми. Потом он спел свою любимую песню. Спасибо большое. Ich will sagen, ein großen Dank, die jungen Menschen, was sie helfen uns. Thank you so much. In London hat man nicht gewusst, wo in Minsk, wo ist Belarus. Nur mit dem hat man ungeheben Wissen. Und das, was ihr tut, das ist eine große Sache, ihr macht. Thank you so much to the young people that help us. Kommt zu uns, kommt zuvor. Ich habe Reisen auf viele, was wir getan, was wir gemacht. Das sind nicht die Meluche, das sind wir allein gemacht. Thank you so much to the young people that are supporting us, that help us, that do so many important things. Come to see us in Belarus and to see how about our community and about all the things that we are developing. Thank you so much. A großen herzlichen Dank. A großen herzlichen Dank, Frida. Thank you so much. Spasiba. Sehr gut. Steht mit uns und hört zu, weil wir wollen hören Lieder und wir wollen hören verschiedene Sachen. Stay with us, Frida, because I think you will enjoy our program.
Sehr gut. Ich habe gesehen, als Uliana ist jetzt mit uns noch einmal. Uliana, kannst unmute yourself? Uliana, can you unmute yourself? I can see that you are here. And sometimes, as we say in Spanish, the third attempt is the successful one. So let's see if Uliana is still with us. Uliana? Hi. Hi, Juliana. So, before going to Vlad, we will listen to you. Okay, hi. My name's Liana. I'm 17. I have just finished school and I'm going to study history at the university. Привет всем, меня зовут Ульяна, мне 17 лет. Я только что закончила школу и собираюсь поступать в университет и изучать историю там. Very good, very good. Why will you think Yiddish is important? I think Yiddish is very important because in Belarus, a lot of people before the Great Patriotic War spoke Yiddish, and I know that more than a half of people in Polotsk before the war spoke Yiddish. Very good, really good. Thank you so much, Uliana, for being here with us. Stay tuned because we will learn a lot about Yiddish history and excellent. So now, if you can say that in Russian very quickly about the importance of Yiddish. Я считаю, что идиш очень важен, потому что до войны в Полоцке более половины населения говорило на идиш, и в принципе в Беларуси до Второй мировой это был один из основных языков общения. SCoJeC, großen herzlichen Dank. Jetzt wollen wir lassen wir vor noch einmal kein Minsk. Ja, wir fahren kein Minsk und wir wollen ein bisschen hören wegen, nein, wir fahren nicht kein Minsk, wir fahren kein Smorgon, sei mir Michael. We're not traveling to Minsk, we're traveling to Smorgon, which is not so far away from Minsk, by the way. It's not very close, but not so far away. You can see in the map. Es ist nicht so weit von Minsk. Ihr könnt sehen auf der Mappe. Wir fahren jetzt kein Minsk. Ja, it can. Wir wollen dich hören für Chlev. We will hear to it now. Good evening, ladies and gentlemen. Chlev, Itke was going to give an introduction before you. Just one second. Yes, Moshe Kulbak. Itke, bist mit uns? Ja. Okay, so do you hear me? Yeah, can you hear me? Moshe Kulbak is a wichtiger Modernist, Schreiber, geboren geworden in Smerhan und geschrieben Poemes, fantastische, mystische Romanen, was basiert auf dem Folklore, und sein Roman Selmeniane ist wegen einem Absurd von sowjetisch Leben, und ist arrestiert geworden von Stalin und erschossen in 1937 nicht weit von Minsk. Schau. Großen Dank. Jetzt wollen wir Herrn Chlev, was ist ein Forscher, und hat geforscht Moshe Kulbaken. So we will listen to Chlev, who has actually researched Moshe Kulbak, and we will listen to one of his poems. Sure. First of all, I would like to say that, Shalom Aleichem, meine Damen und Herren, Proszę collega's, ich heiße Gleb Rodionov, ich bin alt 23 Jahre. Ich wohne in Minsk in Reisen und ich bin ein Englischlehrer in einer Universität. Ich rede auf Russisch und Englisch und ein bisschen auf Deutsch, Hebräisch und Jiddisch. Und heute, ich will reden einen kleinen Gedicht von Moshe Kulbak.
ist weiß Russisch und Jiddisch schreiben und Dichter. Das Gedicht heißt In der Jadlovenwald. Heuer habe ich Dissertatie verteidigen, wo ich Übersetzungsverfahren von Realien und Phraseologismen in seinem Roman Selmenianer ausforscht habe. Aber ich bin interessiert für seine Poesie, weil ich nicht wusste darum davor. And so. If you can say what you just said, two sentences in Russian and two sentences in English. Kurz und scharf, bitte. Да, здравствуйте. Меня зовут Глеб Родионов. Я живу в Минске, в Республике Беларусь, мне 23 года, и я преподаватель иностранных языков, английского языка в лингвистическом университете. Сегодня я хотел бы прочитать небольшое стихотворение на идиш «In der Jadlovenwald», в «Беловом лесу». Я выбрал именно Моисея Кульбаканина, это автора, поскольку я проводил небольшое исследование по способам перевода реалий и фразеологизмов в его романе «Зелминяне», и мне хотелось бы также познакомиться с поэзией, поэтому хотел прочитать его произведение, небольшое стихотворение в «Беловом лесу». In der Jadlovenwald. Still, wo es Kinzel treut a Posenke, und wo es klettert Stillerheit a Wärmel, in dem Zunaufgenommen von Zweig zu Zweig die Knochige, in dem Geflecht von Stamm und Wurzeln Mochige. Und tief ist die Gedichtenisch a Mikomorike, bei die Korches, die Grinderbike, und wo es tut a Schuss, a Gräsel zu a Gräsel, a Klunk, a Plusch, a milder kwelfele, en wo es tut a sprung, a minder hazel, a kerdos groeche velfele, door paportnik, in kalter kropeve, ois alter foilenisch, en stil, en keel, heel tof en bald, dus bloei verhoilenisch. Thank you very much. That's all. Agradecen herzlichen Dank. Jo, Itke. Was sage ich? Sei mal schon. Astrauch. Ich will sagen, herzlichen Dank, Tayrer Chlev. Lo mir fahren zurück in Minsk. So we are traveling back to Minsk. We're traveling back and forth. Wir wollen sich dort treffen mit Alexander Astrauch. Wird uns erzählen ein bisschen wegen seiner Arbeit mit dem jiddischen Wörterbuch und hat etwas ein little für uns euch. Seid das so gut, Alexander? Kannst du, wenn du endlich reden auf Jiddisch, kannst du machen sehr ein schneller Sikum auf Russisch? Jo, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Teire und liebe Hebräer. Ich heiße Alexander Astrauch. Meine Hauptprofessie ist Restaurierung von Wandmalerei. Rund 35 Jahre zurück haben mir etliche meine Kollegen, Restauratoren und ich euch gearbeitet in einer Reichsstätte am Cislav. Am Cislav, das ist Städte von berühmten jüdischen Historiker Shimon Duvnov. Dort in jener Zeit seien gewohnt etliche ältere Jiden. Avrom Lipkov, Rivke Mirkina, Avada jiddisch redende Jiden. Manchmal haben mir sich ausgelernt, das jiddische Sprichwörter und das jiddische Lieder. Lemoschel, jeder Anheb ist schwer. In der größten Teich hat man große Fisch. Sie gewählt die moderne sowjetische Zeiten, nicht auch in Jiden, nicht auch in Jiddisch, nicht auch in jiddische Bücher und Wörterbücher. Aber Zeiten beiden sich. Es ist gekommen eine Perestroika, die Grenzen haben sich geöffnet. Die Mama loschen, Jiddisch schmeckt in der Luft. Dennoch ist gewesen Jiddisch-Kreis in Minsk mit der Lehrer
und Schreiber Hirsch Reles. Später Wilner Jiddischer Institut, mit wunderliche Lehrer, David Katz, Mendy Kahan, Avrom Lichtenboim, Honenborg, Nana Werschek, Itzchok Niborski, und eine schöne Talmidim von allen Ländern. Sof kol sof ist aufgekommen Jiddisch-Weißrussischer Wörterbuch. Oh, du kannst sagen dieselbe Sache, nur 2 Sätzen auf Russisch, 2 Sätzen auf Englisch. Ja. Jeder einer so versteht. Das ist. So he will translate at some point in English and Russian. Zay moichu. Yes, Russian. Добрый день, мои дорогие, уважаемые друзья. Я рад всех приветствовать в этом семинаре. И меня зовут Александр Остроух. Моя главная профессия, у меня, к сожалению, много профессий разных, но самая главная моя – это реставратор настенной живописи. Я работал много в разных культовых сооружениях Минска и европейских странах тоже. Около 35 лет тому назад мы работали, я еще был тогда студентом, мы работали в городе Мстиславе. Мстислав – это очень знаменитый город всем евреям, потому что там родился великий знаменитый историк еврейский Шимон Дубнов. И там мы познакомились с несколько пожилых евреев, которые вернулись после войны, остались живы, вернулись туда. Но они были удивительно открытыми людьми, они говорили на идише, они пели на идише, они говорили пословицы. И, конечно, мы от них все это записали и все это сохранили. Более того, скажу прямо, что 2 года назад была здесь в Минске сделана публикация, научная публикация, Академия наук издала все эти песни, которые были собраны у них, это около 30 песен, они изданы на идише, в переводе на белорусский язык, из транскрипции латинкой. То есть это уже стало научной публикацией, эти песни. Вот, потому что большинство из этих песен уникальные, почти нигде, я всю жизнь занимаюсь еврейской музыкой, но многие из них я нигде не слышал. Вот. И, наверное, я очень много говорю по-русски. Мне легче говорить по-русски. К сожалению, в Беларуси достаточно трудно найти коллег, которые говорят на идиш. Но моя бригада, мои друзья, мои реставраторы, все от старшего до самого младшего, до студентов пытаются говорить, учат. Все знают буквы, все знают, конечно же, песни, все знают пословицы. Едер он гейп и швер. Каждое начало трудно. Вот. И затем, после перестройки, конечно, появились книжки, появились словари, появились друзья. Приехал к нам Давид Кац, пригласил нас и вот в институт. И я 6 лет туда ездил. Вот. Мы издали вместе с институтом книжку Гирша Релиса о советских писателях. Yiddish Schreiben von Weißrussland. Großen herzlichen Dank. Ага. Eine Minute. Ich wollte gewollt singen für euch ein Lied von Am Chislev. Okay, so he will sing to us one song. That's amazing. He's the author of the Yiddish dictionary. It's Yiddish and Belarusian. So I have heard that it's one of the best dictionaries, and it's amazing. Okay, bitte, wir wollen dich hören. Das ist Lied wegen jüdischen Jentowim. About the Jewish holidays. Rosh Hashone blost mit Kies alle Jiden kaufen alles und zum Teichle gehen alle gleich und sei Orem und sei Ra. Das ist Wel, das ist Gid, zusammen Chaye zu sein Aid, das ist Wel. Das ist Gid, zusammen Chaye zu sein Aid. Yom Kippur, ist euch nicht schlecht, alle Jiden bleibt bei Gott gerecht, den ganzen Tag geht man in Socken und bei Nacht verhat man den Zug auf Locken. Das ist Wel, das ist Gid, zusammen Chaye zu sein Aid, das ist Wel, das ist Gid, zusammen Chaye zu sein Aid. Purim, mayon te lashener, van mashlok, tos homen de bener, backen bak, en homen taschen, und welei, die kois die flaschen, das ist Wel,
das ist geht, sie same Chaye zu sein, Aid, das ist weh, das ist geht, sie same Chaye zu sein, Aid. Schwue, Safar genigen, Mann und Batu, sich nicht kriegen, kocht man a heißen Bissen, und leh, die Kois, die schießen, das ist weh, und das ist geht, sie same Chaye zu sein, Aid, das ist weh, das ist geht, sie same Chaye zu sein, Aid. SCoJeC, a großen herzlichen Dank. Thank you so much. Какое счастье быть евреем, так поется в этой песне. Excellent. So now, zu sein, Aid. It's zusammen zu sein, Aid. Wie willst du übergesetzt? It's a pleasure. It's a pleasure to be a Jew. A großen herzlichen Dank. Itster, wir fahren zurück kein Smorgon. We are traveling back to Smorgon because Smorgon was such an important town for Yiddish literature. So, lassen wir jetzt lange das Mikrofon Bruria Wieganden. Sie wird uns erzählen wegen einem von den größten Mechavers in dem ganzen jiddischen Volk. Was ist euch geboren geworden in Smorgon? Der jiddische Poet Avrom SCoJeC ist geboren geworden im Jahr 1913 in Smorgon, aber er hat verbringt seine Kinderjahre in Sibir. Dort hat er gehabt seine erste Initiierung in der Kunst durch die Musik, durch seinen Taten, was hat gespielt auf dem Fiddle und was ist gestorben in Sibir, wenn SCoJeC noch als gewinner Kind. Er ist arriba mit seinen Mammen kein Wilne, wo er hat besucht a polisch-jiddische Gymnasie und a jiddische Skeutenbewegung unter Max Weinreichen, die Bien. In die 1930er Jahren ist er gewesen ein Teil von einem Kreis von jungen Schreiber und Poeten, was ist geworden bekannt unter dem Namen Jung Wilne. Er hat veröffentlicht seine erste Sammlung Lieder in 1937 und seine zweite Sammlung Baldics in Wilna in 1940. Er hat übergelebt die Milchame in Wilna Ghetto, wo er hat weiter geschrieben, schöne, wunderliche, starke Poesie. Und er ist gewesen ein Teil von der Papierbrigade, wo es dort geraten wird, als jiddische Bücher und Xaviaden von den Nazis. Er hat gekämpft mit den Partisaners in die Wälder leben Wilna und er hat ihn abgenommen mit einem Aeroplan von Moskau. Und nach der Milchame ist er zurück in Wilna, gelebt ein paar Jahre in Paris und er noch sich versetzt in Israel in 1948. Wo er hat veröffentlicht eine Sachband von seiner Poesie und wo er hat gegründet dem bekoppelten jiddischen literarischen Journal Die Goldene Kate, was er hat redaktiert bis im Jahr 1995. Sein letzter Band Poesie ist heraus in Tel Aviv in 1996 und er ist gestorben, beschollen, im Alter von 96 Jahren in Tel Aviv in 2010. Wie der samme ungesehenste von allen jiddischen Poeten. Schönen Dank. Seine bekannte Sammlung, die Fiddleroys. Kurz Übersetzung auf Russisch. Sei mal cool, Bruder. Авраам SCoJeC родился, как и Кульбак, в Сморгоне и провел детство в Сибири. И его первая встреча с искусством — это его отец, который играл на скрипке. И два важнейших факта его биографии. Во-первых, он был в гетто Вильны, и там создал самые важные свои произведения, и потом пронес все эти чувства в своей поэзии, которую он писал после этого. И после войны его перевезли в Москву, он вернулся в Вильну,
прожил некоторое количество времени в Париже, а в 1948 году переехал в Израиль, где он издавал важнейший альманах на идише «Die Goldene Kate». Schön. Großen Dank. Jo, Bruder. Seine bekannte Sammlung Die Fidelreus ist heraus in Tel Aviv in 1974 mit Marc Chagalls wunderliche Zeichnungen. Seid euch also. That's with Chagall's drawings. That was with Chagall's drawing. It's written here. We're looking at the last paragraph. Das Titellied, was ich gebe euch lehnen jetzt, bringt zusammen zwei von SCoJeC's Hauptthemen in seiner Poesie. Die Kunst durch die Musik in einem Image von einem Fiedel und die Natur in einem Image von der Reus. Und ja, hat Tage verbringt, ein bisschen Zeit in seinem Leben in Wiener Ghetto, behalten in an Ohren. Itke, in Sekunde und danach Bruder wird lehnen das Lied. Да, стихотворение, которое будет читать Брурия, говорит о двух важнейших темах поэзии Суцкевера. Искусство, то есть музыка, и в образе скрипки, и природа в образе розы. Да, это fiddle rose, то есть как бы роза-скрипка. Schön. Die Fidelreus. Die Fidelreus. Von Triers am meisten dick warmen Regen. Per Wollinke nimmt sich zu bliehen, bewegen. Beinand mit der Kindheit in alten Sikorn. Die Fidelreus in einem schwarzerdigen Ohren. Die Fidelreus darf seiner Zint nicht kein Fiedler, nicht da mehr kein Läuber, nicht da mehr kein Siedler. Sie spielt an a Spieler mit Freit und Emune, le Covid a wiedergeborener Strone. Le Covid a Strone, le Covid ihr Zitter, le Covid a Bien, was ihr Honig ist bitter. Nur süß ist ihr Stoch, als euch saftig und quätig. Le Covid a wiedergeborenem Weitig. A großen herzlichen Dank. Thank you so much. Und jetzt von Australien haben wir unser teure Freund Hinde Burstein. Hinde, du wirst uns erzählen wegen zwei verschiedene Machbars, ja? Seien wir Michael. Ihr kennt mich, hä? Ja, okay. Avram Reisen ist geboren geworden am 10. April 1876 in Koidenew, Weißrussland. Ist aufgewachsen in Armkeit und Not, was hat gefunden an Ausdruck in einem Teil seiner Lieder und Erzählungen. Zu 15 Jahren ist sein Lied Das Leben ist verbittert, erschienen in Peretzes Jüdische Bibliothek. Hat weiter gedruckt ohne Schierlieder und Erzählungen und hat etabliert und redaktiert jüdische Zeitschriften in Weißrussland und in New York, wo hat sich besetzt in 1911. Reisen hat sich mitgeteilt in dem Schaffen von wörtlicher Jiddischkeit durch seine viel volkstümliche Jontev-Lieder. Sagt er von seinem Gesetz geworden zur Musik und wäre noch heutzutage gelernt und gesungen über der Welt. Reisen ist gestorben am 31. März 1953 in New York. Avram Reisen ist gewesen zwischen die ersten jüdischen Poeten, welche haben sich gelernt in mein jüdisch redendiger Heim und in die jüdischen Schulen in Melbourne, Australien. Letztens lerne ich oft sein Lied in einem Tag von Regen, weil es bringt mir Hadroche und Schalwe in heutige, schwere Zeiten. Dafür habe ich ausgeklippen, auch das Lied euch vorzuleinen, Heinz. In einem Tag von Regen.
In ein Tag von Regen, wenn es weint die Welt, sing von Sonnenfegen, sing von grünem Feld. In ein Tag ergreuen, wenn das Herz ist müd, sing von Räum dem Bläuen und von Bäumen, was blitzt. In ein Tag schlechten, wenn der Feind wird wild, sing von dem Gerechten und von dem, was fehlt. Soll ich gleich rüber auf Trab gehen? Ja, SCoJeC, großen Dank. Okay. Celia Zipoire Levin-Drabkin ist geboren geworden dem 5. Dezember 1887 in Bobroisk, Weißrussland. Sie hat in ihrer Jugend geschrieben hebräische Lieder und ist erst rüber auf Jiddisch in 1917, 5 Jahre nachdem, wie sie hat sich besetzt in New York. Sie ist eine begabte und beliebte Schreiberin, wemens Lieder seien erschienen in unerschüttert Zeitungen, Journalen, Anthologien und Kollektions. Aber nur ein Buch, die 1953 Poesie-Kollektion, aufgenommen in heißen Wind, ist erschienen, beschass ihr Leben. Sie ist gestorben am 17. August 1956. Etliche Jahre später, in 1959, ist heraus eine ausgebreitete Version von In heißen Wind, was hat reingenommen nicht gedruckte Lieder, wie euch ihre Erzählungen und gesammelte Bilder. Drabkin schreiben ist schlagig und so intim, als der Leiner wird als ein Anteilnehmer in die Situations, was Drabkin beschreibt. Drabkin ist bekannt für ihre stark erotischen Lieder und für die Naturmotiven, welche gefunden sich in der Sache ihrer Lieder. Heutzutage ist sie zwischen die bekannteste jiddische Dichterin. Ihre Werke rufen heraus sei schöpferische, sei forscherische Keuches. Ihre Lieder und Erzählungen sind breit erschienen in Übersetzung. Als soll ihre Lieder, was dank sehr modernistischer Sensibilitäten seine noch scheichestig heutzutage, seien zugepasst geworden zur Musik und wären vorgestellt mit größter Erfolg in alle Ecken Welt. Großen herzlichen Dank, Hinde. Itke, wolltest du gekannt sagen noch ein paar Wörter wegen Celia Drabkin? Sicher, schönen Dank. Celia Ципаре Drabkin родилась в 1988 году в Бобруйске. Начала писать поэзию на иврите и только в 1917 году переключилась на идиш. Через 5 лет переехала в Нью-Йорк и публиковалась во многих газетах, журналах, сборниках. Но издала только одну собственную книгу «In heißen Wind», «На горячем ветру». В 1959 году, незадолго до смерти, было выпущено второе издание этой книги, и тогда были другие неопубликованные работы, рассказы, картины. И самое важное от Цели Drabkin — это ее глубоко интимная поэзия, эротические мотивы, природа. И сейчас ее поэзия очень популярна и актуальна, она как-то совпадает с современным духом. И многие ее стихи стали песнями. Schön. Herzlichen Dank, Hinde. Okay. Drabkins Lied Sing ich zu dir, was ist zwischen ihrer bekanntesten Lieder, ist ein feiner Beispiel von Drabkins intimen Stil und ihr Ausdruck von Macht und Machtlosigkeit in Beziehungen, ein wichtiger Thema in ihren Liedern. Sing ich zu dir. Du hast nicht verseit ein Kind in mir, nur hast verseit sich, allein.
wachst du jetzt in mir, wasser Tag, als deutlicher, als größer. Bei mir allein ist schon kein Platz nicht da in mir. Und meine Schomme liegt wie ein Hund bei deinen Fies und wird als schwacher, schwacher. Nur starbendig durch dir sing ich zu dir wie früher Serenaden. A großen Dank. Itke Witansky. A großen herzlichen Dank. Das ist gewesen sehr, sehr rührendig. That's a very moving poem. Und jetzt wollen wir Herrn Wegnansky. Ja, Shane Ansky ist bekannt wie der Inhaber von einem D-Book und es ist ein größer Covid für uns, euch vorzustellen, Shane Baker, was Noch eine Minute, jetzt wollen wir ein bisschen reden wegen Ansky und 1 Minute gelegen. Lassen wir ein bisschen reden wegen Ansky. We will learn a little bit about Ansky. Shane Ansky ist der Pennomen von Shloime Zanvel Rapoport. Was ist gewesen ein jüdischer Folklorist, Sozialist, gesellschaftlicher Tuer, Dramaturg und Schreiber. Seine Werk hat man publiziert auf Jiddisch und Russisch in der Welt. Ist bewusst als der Macher von der Lied Die Spur, was ist geworden der Hymn von der Bund. Ist geworden in Tschachnik in Weißrussland. Aber ist auch gewesen der Macher von das Lied in salzigem Jam, was wir werden jetzt zuhören. Tom, bitte. Aber wir gehen zurück, weil ich übersetze die Biografie auf Russisch. Ja, aber es ist da. Die Biografie ist auf Russisch. Da. Ja, du hast es ja. A großen Dank. Ansky, это псевдоним Шлойме Занвела Рапопорта. Родился в Чачнике, в Беларуси и умер... Можно слайд? Can you... I need a slide, yeah. Shane Ansky, фольклорист, драматург, активист, писатель и писал на идише и на русском. Известен гимном «Партизан» и также песней «Инзальца Киньям», которую... Herzlichen Dank. Jetzt hören wir Phil Tomlinson in Salzig. In salzigen Jahren von dem menschlichen Tränen gefindt sich ein schrecklicher Traum, gefindt sich ein schrecklicher Traum. Kennt schon nicht tiefer, nicht finstere Wehren, im Zeichen der blutiger Strom. Kennt schon nicht tiefer, nicht finstere Wehren, im Zeichen der blutiger Strom. Dem Tom haben tausende Jahre gegraben, Monne Sinne und Pein, Monne und Sinne und Pein. Und tausende Jahre als Tropfen nach Tropfen, es gießen sich Tränen herein. Und tausende Jahren als Tropfen nach Tropfen, es gießen sich Tränen herein. Der Habit der Welt wird endlich der Lesen von Hunger und ewiger Leid, von Hunger und ewiger Leid. Und wer wird dem Weg ihm zur Freiheit beweisen, zur Brüderschaft, Gleichheit und Fried? Und wer wird dem Weg ihm zur Freiheit beweisen,
zu Brüderschaft, Gleichheit und Fried. Der Habete wird die Welt überfreien, die Helden. Wird der Griechen dem Tom bis in Grund. Wird der Griechen dem Tom bis in Grund. So'n Leben von Russland, von Litauen und Polen, der jiddische Arbeiterbund. Soll leben von Russland, von Litauen und Polen, der jiddische Arbeiterbund. SCoJeC, Mama SCoJeC. Ja, der Jiddische Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russland ist gegründet geworden in 1897 in Vilnius, zu kämpfen für die Rechte von den jiddischen Arbeitern, was pflegen überleben Diskrimination in anderen sozialistischen Kreisen. Die Bewegung ist gewesen sehr tätig in verschiedenen Städten von heutzutage Weißrussland, wo Arbeiter pflegen sich treffen zu lernen und haben Diskussionen. Der Bund hat bemerkt die Wichtigkeit von jiddischer Kultur und Literatur für die jiddische Identität. Das Lied von Ansky ist wegen dem Bund. Und wir können sehen zwei sehr interessante Bilder hier in Ekran. We can see two very interesting pictures in the presentation. Both are from Bundist groups. One is in Minsk and the other is in Borisov. Jo, bitte, Itke, auf Russisch, nur wegen die Bilder. It's showing up Russisch, so the translations are already in Russian. In Russian as well. Okay, Sholem Ansky is in der Welt am meisten bewusst als der Mechaber von der Drame zwischen zwei Welten oder der Dibek. Wir haben dem Schuss zu haben mit Simana mit uns, was hat zugegreift etwas, ja. Good. Wir wollen geben eine Einführung. We will give an introduction to the next section we are going to see. Ot haben wir eine Szene von Anskys Meisterwerk der Dibek. Leies Vater will nicht gucken auf ihr Bescherten, Honen, weil ist zu Ohren. Starb Honen aus, denken ich noch ihr und ihr Vater zwingt ihr Hasene zu haben mit einem anderen. Geht sie auf ihr verstorbener Mamens Käfer, verbeten sie auf der Hasene. Aber sie hat euch eingerät, ihre Njanje Frage, als sie soll können euch verbeten, Honens Geist auf der Simche. Dennoch, die Leie gerät sich zu gehen unter der Huppe, bemerkt Frage, als sie ist bleich wie ein Tuch. Hebt sich Honna Schmues. Spielen wird Chaberte Mitzi Mana mit einem speziellen Gast. Auf der Gitarre, aber jetzt auf Englisch bitte, sehr kurz und scharf, und auf Russisch noch dem Itke, sehr kurz und scharf. Auf Englisch. Auf Englisch ist da. Ich will das sagen auf Russisch? Ja, ich will sagen auf Russisch, ja. Auf Englisch erstens und dann noch auf Russisch. So we will just watch a scene taken from the book. Our friend Mitzi Mana will prepare something special for us. There's going to be a wedding, and the daughter goes to the grave of the mother to invite her to her wedding. And then she tells the grandmother, who's alive, that she also wants her fiancé, the previous fiancé that died, she also wants to invite his spirit to the wedding. And then that triggers a conversation between her and the grandmother. Сейчас мы увидим сцену, да, из пьесы «Дибук». История заключается в том, что отец не разрешал девушке выйти замуж за ее любимого, потому что тот был очень беден. В конце концов, юноша умер, и отец вынудил девушку
выйти замуж за другого. И перед свадьбой она идет на могилу матери и просит ее вызвать дух ее любимого, чтобы пригласить его на свадьбу. И вот сейчас мы на свадьбе, да, девушка идет под венец, все говорят ей, что она что-то очень бледна, и тут что-то происходит совершенно странное. И Митсимана исполнит эту сцену вместе с гостем, который будет играть на гитаре, Бен Кау. Пожалуйста, Shine. Okay, so let's go to Mitsimana. Waar der Gruppe kommen deze Ruches und trocken sie von weg. Ui, was war Werte letzter Lehre? Schlanz, kommen nicht der Monnen mit sehr Nomen. Sie sitzt, sagt Haufen und vergraben in alle Winkelach, in alle Lächerlach, in alle Spendelach. Und warten Normen, so sie der Monnen mit sehr treffendem Nomen. Springen sie bald aus und warten sich auf den Menschen. Tu. Von Menschen, wo sind gestorben, was sich gucken sagt, was ist mit Herren sagt zu Hals, was wir tun, weh. Gott ist mit dir, Tochter, was rätst du mich Scholz? Welche Scholz? Reine, koschere Scholz, die Ruf auf den Himmel. Oh, in den lichtigen Gemeinden. Nein, Abend. Sie sind mit uns. Abend. Oh Mensch, hat doch gewollt auf der größten, blanken Leben. Und als starb, war der Zeit. Du guckst in sein nicht erlebter Leben, sein Fried und sein Leben, seine Gedanken, was hat keine Zeit gehabt zu trachten, seine Meisten, welche hat keine Zeit gehabt zu tun. Du kommst in die Kinder, welche hat keine Zeit gehabt zu haben. Sein Michael hat nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mein Screen was paused. Somebody stop I cannot share the screen now, so we'll probably see. ¿Quién lo paró? No sé, saltémonos a Myerson, se acabó. Tamara, you have to share a different application. Yeah, somebody stopped the sharing. I don't know who was that, but it doesn't matter. Anyway, no. Okay, wir wollen das tun zum Sof. Jetzt wollen wir sich überklicken mit, wir wollen das tun beim Sof. Entschuldigt. Leib Jaffe hat geschrieben auf Yiddish und Hebräisch. Ist gewesen der Redaktor von der Zeitung Haaretz. Ist geworden in Grodno. Hat getan sehr interessante Sachen in seinem Leben. Ist gewesen auch in Lateinamerika. Ist gewesen zwischen den Gründers von der Keren Ayesod. Und hat gehabt ein schrecklicher Tod. Ist gestorben in einer Autobombe in dem Hof von der Sochnut HaYehudi in Israel. Sarah Myerson wird uns singen ein Lied, was Leib Jaffe hat geschrieben.
אבל קודם כל, אפשר כן אלנה, לנה זייר שנל. So what we read, what we just said, it's here about Le Biafé. Yes, it's here. So we're gonna ask, please, Sarah Meyerson to sing for us the song she prepared. SCoJeC. And the composer of this song is Ephraim Shkliar, who was also born in Belarus. He was born in south of Minsk. Timovechi, I think, is how it's pronounced. Although we associate him with St. Petersburg and the St. Petersburg School. Okay. I think you have the Russian and English translation of this text on the next slide. Thank you. Ich segn sich ab, ich kann nicht retten. Ich fahr schon verdannen weg. Ich hoff, als es wart auf uns beiden. Ein neuer, richtiger Weg. Und streiten wir dann beinand. Wir werden das Glück schon gewinnen in deinem heiligen Fest hat uns der Masel verbunden. Wir werden der Leben bezahlt. Von Gottes vergessen die Wunder und werden von Knechtschaft befreit. Ilyich Neves. Shane, SCoJeC, this is given as Shane. Thank you so much. This is such a nice way to finish our program about Belarus. We will just have, ¿cómo se dice? How do you say when there's something else after? An encore. An encore? No. Yes, we will have the anchor, and the anchor is the D-book that we will listen to. We will actually put the script of the D-book that Mitsimana will be playing for us in the chat. So you will be able to see dialogue by dialogue what's going on. So bear with me 1 second. I'll do the new sharing here. Okay, wart mit uns 1 Minute, weil ich will schicken die Wörter auf Jiddisch und auf Russisch. Auf Englisch und auf Russisch.
Vaar der Gruppe kommen Beise Ruches und trugen sie weg. Ui, was war Werte letzter Lehre? Die schwarzen Tonnen nicht der Monnen mit Seonomen. Sie sitzen, sich behaupten und vergraben in alle Winkelach, in alle Lächelach, in alle Stentelach und warten nur, so sie der Monnen mit sehr trepenem Nomen. Springen sie bald aus und warten sich an auf Menschen. Tu. Uns winken herum nicht diese Ruches, sondern Schönes und Menschen, wo sind gestorben vor der Zeit. Und sie gucken sachtlos zu, und Herren sagt zu alt, was wir tun, weh. Gott ist mit dir, Tochter, was rätst du nicht Schutz? Welche Chance, reine, koschere Chance, die da rufen hin, in den lichtigen Gemeiden. Nein, Tonnen, sie sind mit uns. Ein Mensch wird doch geboren auf einem größten, langen Leben. Dieser Stau war der Zeit. Wo kommt er hin, sein nicht erlegter Leben? Sein Fried und sein Leid? Seine Gedanken, was hat keine Zeit gehabt zu trachten? Seine Meisten, welche hat keine Zeit gehabt zu tun? Wo kommen er hin, die Kinder? Welche hat keine Zeit gehabt zu haben? Wo kommt das Alter hin? Wo? Ihr lebt aber auch, wir leben bei einem heuchle Schone und tiefe Gedanken. Und mein lebendige Wein vor ihm. Und mit Amor in den Regen hat sich übergerissen sein Leben. Und es sind gekommen fremde Menschen. Und haben einen Makaber gewähnt in einer fremden Welt. Wo soll hingekommen sein, ihre Leben, seine Rede, wo seine Land schwiegen geworden, seine Willes und seinen übergerissen geworden. Am Licht, als sie wird verloschen, sind, wenn sie wieder an und sie brennt weiter, bis sie brennt aus bis ins Dorf. Ich kann verloschen werden auf ewig an nicht durchs gebrannte Licht von Leben. Wie kann das sein? Der Horn nimmt nicht gerne, auf wenn du bist schon aber gut. Die ist verstehen, also dir kommt auf den Vergehen, bist doch mein Beschwerte, und du gehörst mir.
Einen großen herzlichen Dank. Mit dem verändigen wir wollen manchmal sein, nicht in Facebook, aber mit dem zweiten Chelek von der Programm. Einen großen herzlichen Dank für die, was haben untergenommen. Einen großen Dank. Lena Lukina, Uliana Babko, Frida Reismann, Arthur Lifshitz, Sarah Meyerson, Hinde Burstein, Alexander Astrauch, Deborah Brunner, Gleb Rodionov, Bruria Vigan, Renato Huarte, Arturo Kerbel, Phil Tomlinson, Jack Baum, Eli Kaufman, Hilda Bronstein, Avram Burstein, Steve Ogin, Vivi Lax, Phil Tomlinson, and Barbara Worts. A großen herzlichen Dank für alle men. Thank you so much for those that contributed with the Übersetzungen, with the translations. To Russian, a großen Dank, Itke, wir wollten es nicht gekannt on dir. Thank you so much. Do not forget, if you can, to donate to the Together plan in the Just Giving campaign that we have set up for the open mic. A großen herzlichen Dank. It will be our Yiddish programs in Belarus. Yes, Vivi. Thank you. Dank, Tamara und Arturo. Es ist gewesen äußergewöhnlich. Ich habe gehabt eine Sache nur von dem und du hast gemacht sehr gutes Programm mit der Sacharbeit und ein größer Dank. Und jetzt, wenn wir haben 10 Minuten auf Suche, ja, oder zwischen 5 und 10 Minuten auf Suche, und wir wollen kommen zurück und wir haben der jiddische offene Mikrofon, wo es wird sein, alle die Menschen, wo es, wir haben auch andere Menschen. Und Steve, ob du kannst nehmen der Share-Screen, wir wollen geben sehr guck, ja, und Präsentation Mode. Als wir wollen haben das zweiten Halb und wir haben sehr interessante Menschen als kommen zurück oder gehen, nehmen eine Kaffee und pischen und nehmen ein bisschen Luft und wir wollen kommen zurück in 10 Minuten. Okay. Was hast du getan, ja? Okay, I will now mute everyone. So, Baruch habe zu der zweiten Teil. Und wir haben sehr eine interessante Gruppe von Menschen, die kommen von einer Sacherte in der Welt. Und ich will machen die reinführen, von wem die Menschen kommen. Also wir wollen heben an mit Charles Heller. Und Charles ist ein klassischer Musikant und Kompositor, original von England und jetzt wohnt in Toronto. Für ein Jahren, meine ich. Also Charles, unmute yourself und let's go. Can you hear me? Ja. Ja, Shalom Aleichem, Dobri Den. Das ist ich habe gemacht ein Video von der Minsker Niggen. Der Minsker Niggen hat sich erstens bewiesen als ein paar Takten Melodia, was hat die Heldin Malka Stissel gesungen in dem Televisionspiel Stissel. Wenn sie hat gesagt, also es ist ein alter Niggen von Minsk gewesen. Auf Anemes ist es komponiert geworden bei Ori Elonen, dem Beschaffer von dem Spiel. Er ist gewesen in Toronto, zu besuchen dem internationalen Filmfestival. Er hat sich herumgewolgt und hat sich gefunden in der alten Minsker Schule in Center Toronto. Das ist der Anshe Besknesses, Anshe Minsk, die Juden von Minsk. Das ist der Schule. Dies Viva hat ihm so stark gerührt, als die ersten Takten von einer unmutigen Melodie sind ihm eingefallen. Wenn man hat schon transmittiert die Televisionspiel, hat die chassidische Kapelle angehoben, zu spielen dem dosigen Niggen, zu geben dich noch ein paar Takten. Ich habe beschlossen, zu schaffen, eine ganze Schaffung von dem.
mit einer emsdicken Partitur, wie etwas, eine Melodie, Musik von einem Fellini-Film. Meine Frau Helen hat mich ermutigt, weil ihr Mamas Mishpacha stammt von Minsk. Und ich habe sehr Fotografen herangenommen in einem Video. Ihr älter Vater ist gewesen Shmaryahu Levin, der größte zionistische Führer. Der Video nehmen an Fotografien von der Minsker Schule kaum vor dem Coronavirus-Lockdown. Ihr werdet bemerken, wie viele englische Wörter haben herangekrochen in die jiddische Einschriften. Now I speak in English, yes? Ja, aber es ist geschrieben auf Englisch. Wir haben Very good. You don't need me. I just want to say one thing. I hope Steve will be able to show you the video we made, but it's better to see it yourself on YouTube. It'll sound nicer.
Can we unmute everyone for a moment? I hope so. No. Hey, dank. Sehr schön. Sehr interessant. So I am now muting everyone again. Shalom Aleichem, ihr könnt mich hören. Yes. Ja, mit Wir dem... lernen für euch zwei Lieder, was sind von meiner ersten Sammlung Poesie. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg und andere Lieder, was ist heraus im Jahr 2012 in einem Heilewig Verlag. I'm going to read two poems from my first collection of poetry, Have You Seen My Goat, published in 2012 in the Heilewig Publishing House in Tel Aviv. Das erste Lied hat Scheiches mit jiddischer Kultur in Mitteleuropa, nicht speziell in Belarus. Ich habe es geschrieben noch eine Szene in Ukraine im Jahr 2008, wo ich habe gesehen, dass auch von den Eltern, die sind einmal wichtig für Jiddisch und Jiddischkeit. Und ich habe gesehen mit Treue, dass es ist wenig was geblieben von dem heutzutage. So the first poem has a connection with Yiddish culture in Eastern Europe, although not specifically Belarus. I wrote it after a journey to the Ukraine in 2008, where we visited many places that were important for Yiddish and Yiddish culture, Yiddishkeit before the war, but where there is very little left of this now. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Sie ist weiß wie der Sikorn. Und ihre Zitzen spritzen mit Milch und Honig. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Sie ist ein Kunstenmacher in einem Quizzes Derrichspiel. Und führt dich in ein Rege, kein Krocke, sie kein Lemberg. Oder gleich, kein Eretz Israel. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Sie pflegt stehen bei mein Chave Jiddeles Wiegele und es öfter gestanden euch bei mir. Sie pflegt später, als Jochen, Jobien das Groß auf die Dächer von meinen Chaläumes. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Mammes pflegen singen wegen ihr. Künstlers gefinnen an Ort für ihr in ihre Paysagen. Sie pflegt sich chavern mit goldene Paves und fliehendicke Porler. Nur jetzt ist schon ab ihm mehr keiner nicht interessiert in ihr. Sie hat ihr gesehen, mein Sieg. Ich hab verloren, mein Sieg. Weiß wie der Sikorn. Und können sie mehr nicht gefinnen. Dank, Bruria. Ja. Was du als zweites? Das zweite Lied heißt A Cholem, a Dream. Nächten hab ich begegnet a Cholem. Was hat so singendig spaziert auf dem Boulevard. Hab ihm ein Schmeichel gegeben. Aber ich habe dir. Kommst spät. Hat sich zerlacht und zersungen und zu mir getan, sagt, hab kein Meure nicht. Ich bin bloß a Cholem. Komm und leb in mir. Und du wirst fliehen heuch. Und ist entflogen. Ich hab also singendig spaziert auf dem Boulevard und gesagt zu mein Herz, aber Ehre haben mehr.
Dank. Dank. Vielen Dank. Seid mir Michael, wir haben ein bisschen ein Problem mit der Mute und Unmute. Als ihr habt nicht gehört, mein Reinvierfach Bruria. Bruria wohnt in Hendon in Soffenmeyer, London, und sie ist ein Jiddisch-Lehrer und ein Poet. Und jetzt, wir wollen haben Borch Smerin. Borch ist ein Engländer. Hat gewohnt in der East End von London und hat gekannt der Poet Avram Nochem Stenzel durch die Freien von Jiddisch. In der letzten 20 Jahren oder mehr, ich weiß nicht, hat gewohnt in Krakow. Borch, zu dir. Unmute yourself. Baruch, Barry, you need to unmute yourself. Barry, over to you. You are on mute, you cannot listen. Did you hear my introduction, everyone? Yes. Yeah, okay. So now, Barry, over to you. Can you hear me? Yeah. Yes. Good, good. No. Nun, teure Freund, a Gruß von Polen. Heint will ich euch vorstellen zwei Lieder, was haben angenommen eine spezielle Bedeutung, hat befahrt Teil von dem jiddischen Eulen da in heutigen Polen. Mit ein paar Jahren zurück hat die jiddische reformierte Kirche in Kroke eingeführt am Minig, bei die Kabbalas Shabbos-dicke Tfilis sagen die Hilim 121 nicht auf Hebräisch, wie gewöhnlich, nur Tage auf Jiddisch, gedei herauszuheben die wichtige Rolle von jiddischen Loschen im Leben von die polnischen Jiden. Und so klingt es laut der Übersetzung vom berühmten jiddischen Dichter Jochoyesh, das heißt Schleume Blumengarten. So today I'd like to present two poems, or we'll call them poems, you'll see why I hesitate about the term, which have taken on a special meaning for at least part of the Jewish community in present-day Poland. A couple of years ago, the Jewish Reform community in Krakow introduced a new practice during the Friday evening Shabbos service of reciting Psalm 121, not in Hebrew, as is usual, but in Yiddish, to emphasize the importance of the Yiddish language in the life of Polish Jewry. So this is what it sounds like in the wonderful translation of the famous Yiddish poet Jochoyesh, Solomon Blumengarten. Ich heb auf meine Augen zu die Berg. Von wannen wird kommen mein Hilf? Mein Hilf ist von Gott, dem Beschäfer von Himmel und Erde. Nicht losen wird sich ausglitschen dein Fuß, nicht schlummern wird dein Hitter. Seh, es schlummert nicht und schläft nicht der Hitter von Israel. Gott ist dein Hitter. Gott ist dein Schatten bei deiner rechten Hand. Bei Tag wird die Sonne dich nicht schlagen und nicht bei Nacht die Levone. Gott wird dich behüten von allem Beis. Wird behüten dein Seel. Gott wird hüten dein Gehen und dein Kommen von der Sind und bis ewig. Das zweite Lied, was ich will für euch jetzt vorsingen, hört man oft in heutigen Polen bei Zeremonien zum Andenken von zerstörten jüdischen Städten und Städtlern. Das Lied basiert sich auf der Tfile Moide Ani, wo es ein frommer Jid sagt jeden Morgen beim Aufwachen. The second poem, which I will now sing for you, is often heard here in Poland at ceremonies commemorating the destruction of Jewish towns and villages. It's based on the Moide Ani prayer, which a religious Jew recites every morning immediately on awakening.
Moide ani, moide ani, moide ani lefonecho. Gott mit Sorgen, seh, was von dein Kind ist in der Fremde geworden. Schwere Jahren, Länder viele, ihr gedenkt nicht mehr dit viele, ihr gedenkt nicht mehr dit viele, ihr gedenkt nicht mehr dit viele. Moide ani, moide ani, moide ani lefonecho. Komm entgegen, ich bin weg dir suchen auf verdrehte Wegen. Ich bin noch jung und Erfahrung. Es kennen fremde Menschen mich vernarren. Es kennen fremde Menschen mich vernarren. Es kennen fremde Menschen mich vernarren. Moide ani, moide ani, moide ani lefonecho. Wow. Danke. Sehr, sehr schön. Before Danke dir. Sehr schön. Ja. Okay, jetzt haben wir Halina Moss. Halina ist geboren geworden in Polen, in Warschau, und noch eine lange Immigratienmeister hat geendet in Schottland. Und sie ist gekommen, sie der letzten 2 oder 3 von unser offenes Mikrofon. Also Halina, zu dir. Bin da. Ja. Which song is she to do first? What's first on your slides? Der Philosoph. Der Philosoph. Ich will noch zugeben, so was ich gesagt früher, als ich rede Polnisch euch. Mein Polnisch ist meine beste Sprache. Danach geht Englisch, danach Jiddisch, danach Russisch. Und das Lied ist geworden, das ist ein satirisch Lied. Das ist eine Satire auf die frühe, auf die erste Chassidim. Weil sie sind geworden so verführt durch die Rebbes, also als geglaubt. Und die Rebbes sind gewesen interessiert, abzuleiten, die ganze frische Theorien von frühen, how do you say it? Von frühen Kapitalismus. Die Wissenschaft oder der Wissen verschiedene neue Sachen, nur das ist nicht gewesen interessant für die erste Chassidim, speziell für seine Rebbes. Das ist ein Lied von jenen Zeiten. Das heißt der Philosoph. Halina, can you tell us first in English what you just said in Yiddish? Or would you like me to translate for you? A song which refers to early times of Hasidism. Hasidism superseded, it came in to take into account the Jews who were just, who were emotionally Jewish rather than intellectually. They may not have been able or didn't have time or maybe weren't able intellectually to take in the Talmud and various things. But
the Rebbe makes the Rebbe doesn't approve of new science. Would rather the Jews believed in miracle. So this is a satirical song about it. I think it's wonderful because it's a double satire. Komm her, du Philosoph, mit dem kurzen Meuchel. Komm her zum Rebenstisch, wirst du lernen Seichel. Yam bam bam, da yam bam bam, yam ba ba bam ba bam, yam ba bam, yam ba bam, yam ba 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 bam. A Dampfschiff hast du ausgetracht und nimmst dich mit dem über. Der Rebbe spreit sein Tichel aus und spannt dem Jammer rüber. Yam bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam 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 bam, ya bam 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 bam, ya bam 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 bam. A Luftballon hast ausgeklärt und meinst, du bist der Choretz. Der Rebbe spott, der Rebbe lacht, deift das auf Kapores. Ya ba ba bam, ya ba ba bam, ya ba 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 bam ba bam, ya ba ba bam, ya ba ba bam, ya ba 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 bam ba bam. So weißt du, was der Rebbe tut, bis sitzt bei Yiddish in 1 Minute in Himmel flieht und pravet dort Shaleshides. Ya ba ba bam, ya ba ba bam, ya ba 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 ba. In 1 Minute in Himmel flieht und pravet dort Shaleshides. I hope people understood it. Ja, wir haben eine Übersetzung. SCoJeC. The second poem, the second song is written by Gebürtig. What was his first name? Mordechai Gebürtig. And he was the most famous Yiddish songwriter between the wars. He was the equivalent of Berlin, and in Russia, Dubinsky. They were popular Yiddish writers, and he was one of them. But he was a wee bit of prophet, but not in this song. In this is a straightforward song. Liebe Kinderlach, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Hoi, wie bin ich Kinderlach, mekane euch hat sind. Hoi, wie bin ich Kinderlach, mekane euch hat sind. Hulet, Kinderlach, cause Mann sind noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Pilter, liebe Kinderlach, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergibt mich euch das Glück. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergibt mir euch das Glück. Hulet, Kinderlach, cause Mann sind noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Guck nicht auf mein Gräuel, guck nicht auf mein Gräuel Haar. Zerstörte Zeichenspiel, zerstörte Zeichenspiel. Meine Show ist noch jung. Zurück mit Jahren viel. Meine Show ist noch jung. Wie mit Jahren viel. Meine Show ist noch jung. Und geht von Bänkschaft aus, und geht von Bänkschaft aus. Ach, wie gern will der sich
von alten Gufarois, ach wie gern will sich von alten Gufarois. Hulet, Kinderlach, Mann sind noch hin. Weil von Frühling bis zum Winter ist Katzenspring. Spieltag, liebe Kinderlach, versandt kein Augenblick. Versandt kein Augenblick, weil die Frühling exil bald, mit dem das höchste Glück. Weil die Frühling exil bald, mit dem das größte Glück. Weil ich Hulet, Kinderlach, Mann, die sind noch hin. Weil von Frühling bis zum Winter ist Katzenspring. Oh, sehr rührend. Ein großen Dank, ein riesigen Dank. Halina, das ist gewesen sehr rührend. Okay, so, jetzt, Dank, Halina, es ist gewesen sehr, sehr rührendig, ein großen Dank. Judy Sherwood ist von Zoffen Meirev London, wohnt jetzt in Matlock, Derbyshire. Wir haben nicht kein Picture, oh ja. Sie ist ein Psychotherapist und arbeitet mit Playteam in der Organisation Freedom from Torture. Und sie wird erzählen am meisten, meine ich, heint. Judy. Shalom Aleichem alle. Ich will lernen noch ein Teil von den Kinderjahren des Reines von Bella Rosenfeld-Chagall. Sie ist aufgewachsen in Vitebsk, Belarus, in einem Sof von 19. Jahrhundert. So I'm going to read another part of the childhood memoirs of Bella Rosenfeld-Chagall. She grew up in Vitebsk, Belarus, at the end of the 19th century. Chagall beschreibt guckendig auf Achassene. In dosiger Auszug fokussiert sie auf das Bedeckens, wenn der Chossen zudeckt die Kalles Panim mit ihr Schleier. Für was an andere Meister? So Chagall describes a wedding, watching a wedding. And in this excerpt, she focuses on the badecken, which is when the bridegroom covers the face of the bride with her veil. Why does he do this? That's another story. Tieren prallen sich, Stuhlen stehen zerworfene bei die Wand. Ein Winkel ist abgezäumt mit Palmes, wie ein kleiner Garten. Unter seiner grünen Schottens steht ein heucher Stuhl. Sie häubt sich wie ein Thronstuhl. Es liegt ein reuter Teppich. Die heuche Stuhl wart. Was für eine Kalle wird sie heint setzen auf ihr? Ich guck auf die Stuhl. Socken mit eingefallenen Augen. Von ihr eingedackt Sitzkischele hängen magere Fransen. Wie viel Kalles seien schon gesessen auf dem Kischele. Jeder Kalle hat übergelost in dem Kischele ihr Mäure und ihr Zitter. Alle anderen Stuhlen können sich zerrocken, aber die heuche Thronstuhl mit der eingesunkenen Kischele steht auf ein Ort und wart. Auf was wart sie? Sie wart wie auf ein Licht in der Finsternis auf der weißen Kalle. Bloß wenn die Kalle wird kommen, wird ableben die Stuhl. Sie wird an Atemton und füllen sich mit Luft und mit Weißkeit.
Die ausgetockte Kepler von dem onlen Wendel wollen sich erbeugen zu ihr. Und als die Kalle wird versifft tun, wird die Stuhl erkrächzt tun. Vergeht sich die Kalle in ein Gewehen, nimmt die Stuhl sie herum mit ihrer aufgehobenen Hand. Weil wie schön, sie mehrst die Kalle soll nicht sein. Zerwehnt sie sich in ihre Arms und gießt leicht aus ihr Herz. Fühlt die Kalle nicht die Tränen von der nächtigen Schwester. Sie beweint dem alten Stuhl und lässt über ihr Stickel ausgeweint Herz. Aber wo ist sie, die Kalle? Die heuche Stuhl steht noch als erledige. Sie schämt sich. Alle haben vor ihr ein bisschen Meure. Man geht sie herum. Ort ist sie gekommen, die weiße Kalle, wie angefüllt mit Luft. Mit ihr jeden Trotz häupt sich ihr Herz. Die Klezmer spielen von oben, von unten, von die Seiten. Sie kuschen aus ihr Weg. Auf der letzten Tritt stellt sie sich ab. Gehen weiter. Sie guckt auf ihre weiße Schichelach, was glitschen sich wie Schiffelach über den Dill. Von Weitem zieht sich aus eine Reihe Mannsbillen, gekleidet in Schwarzen. Von vorn mit zitterndem Tritt wiegt sich ein junger Bocher. Sein heucher Kapellius wiegt sich euch und unter auf sein Kopf. Ruckt sich zu der Kalles Weißkeit. Die Kalle dacht sich, hat Meure vor ihm und vor die Kalle. Der Marschalek singt. Die Mannsbielen mit dem Chossen kommen ohne Enter. Der rote Teppich ist schon im Ganzen ausgestellt mit schwarzer Schicht. Die Kalle gleicht sich euch und wart. Der Chossen dreht nur um seine Hände und warft wie auf sich allein auf ihr weißer Schleier. Wie wollen aufhängen sich mit sein Kalle zusammen. Wie ein übergedeckter Wolken auf den schwarzen Dill bleibt die Kalle allein. Ein kleiner, reuter Himmel hat sich aufgespreizt inmitten Saal. Man fährt die Kalle wie ein Gechaloschte zu der Gruppe. Sehr, sehr schön. Dank, sehr schön gelernt. Ja, und Übersetzung euch. Dank. Okay, jetzt haben wir when you mute me. So I'm not sure what to do about that. Okay. Try again. Okay, sie wohnt in Southern Carolina, ein Fiedler, ein Singer und ein verbrennter Forscher. Sie gefällt sich und singt alte Kabarettlieder von Amerika. Jane, please. Dank. Heint habe ich gebracht noch ein Lied von Jehuda Katzenellenbogens Liedermagazin von Unheb 20 Jahrhunderts. Dank, Vivi. Weiter. Die ganze Welt ist mein, verfasst von Sadie Levin, nutzt die seltene Melodie, The Boys in the Gallery, für mein.
Zu gewinnen eine Parodie von einer Frau ist euch sehr selten. Sadie Levin ist mit Stamme ein Pseudonym. Weiter. Publiziert von Saul Blumen in 1903, hat das Englischlied Die arme Leid sitzendig lebender Stelle, welche warfen und Äpfel, wenn die Schauspiel gefällt sie nicht. Und ich habe vergessen zu schreiben, als unser Lied macht häufig von die, was leben heuch auf die jiddische Kehle. Unser Held ist wie ein kinderlicher Schnorrer, sehr stolz mit seinen Methoden. So I didn't give this to Stephen, that the song that I'm singing you, the parody by Sadie Levin, is making fun of somebody who takes advantage of the generosity of the Jewish community, and he feels very proud of himself for how he figured out how to do this. Men ruft mich mit Kabel, bleibt koidisch mehr Kabel, men sagt, dass ich leb nur vom Kuh. Mein Leben tage glücklich, ich kenn alles stücklich, was macht mich beliebt ohne Zoll. Mein Halten sich heuch, mein rabbonische Buch, keine Dore, das gibt mir zu viel. Mein Jiches von Tomet, mein Dabnen beim Omet, euch darstellen kenn ich ganz schön. Und so ist die ganze Welt mein, a Gast bin ich, wo ich komme rein. Es ist so groß Covid und Ehre bei See, als ich trink bei Wimmen a Gläsele Tee, auf der Hochzeit die erste Glas Wein, auf der Briss muss ich Sandeke sein. Und in Schul kommt mir Schlischi, ich mach der Shishi, und so ist die ganze Welt mein. Ich weiß mein Politik, zu Frühstück, zu Mittag, besuch ich einen reichen Bankier. Ich nehm mit mein Edem, was fresst, Wapelsen Schäden, ich halt ihm auf Käst bei mir. Men bett uns zum Tisch, mit Fleisch und mit Fisch, men los ich nicht betten, kein Sack. Durch dem reinreiben, sog ich geh kleiden, auf sehr an Leute gesagt. Und so ist die ganze Welt mein, a Gast bin ich, wo ich komme rein. Es ist so groß Covid und Ehre bei See, als ich trink bei Wimmen a Gläsele Tee, auf der Hochzeit die erste Glas Wein, auf der Briss muss ich Sandeke sein. Und in der Schule kommt mir Schlischi, ihm auf der Shishi, und so ist die ganze Welt mein. Ich nehm von der Pischke, von mein kulische Kischke, von lebendige Teute ich reiß. Du schreib ich a Zettel ab zu der a Gettel, ich trag alle Weile ois Neis. Zu Schmeicheln und Schier, a jeden Gewirr, dazu bin ich sehr gescheit. Ich mach Komplimenten und krieg viel Präsenten, bei Freunden bin ich doch allein. Und so ist die ganze Welt mein, a Gast bin ich, wo ich komme rein. Es ist so groß Covid und Ehre bei See, als ich trink bei Wimmen a Gläsele Tee, auf der Hochzeit die erste Glas Wein, auf der Briss muss ich Sandeke sein. Und in Schul kommt mir Schlischi, ihm auf der Shishi, und so ist die ganze Welt mein. Und in Schul kommt mir Schlischi, ihm auf der Shishi, und so ist die ganze Welt mein. Dank. Ja. Schönen Dank. Sehr, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Und Jane, das ist sehr interessant, weil dir das Satz mit der Shishi und Shlishi, es kommt ein paar Mal in die Lieder. Und ich will dir erzählen ein anderes Mal, aber der Meinung ist, als ist geniegreich, als kennt hier der Shlishi und die Shishi, das sind die Bekovide. Ja. Alias. Ja, ja, sehr interessant. Danke dir. Okay, jetzt haben wir Ines Grimland. Ines ist geboren geworden. Nein, haben wir Mischa. Haben wir Mischa erst. Mischa kommt von New York, aber wohnt in London ein paar Jahre. Und ist ein Mathematiker und ein Übersetzer von jiddischer Poesie und Theaterpjessen. Mischa. Danke dir. Ich habe ein paar kleine Sachen. Der erste ist ein Lied von guter Havert in der Alterheim, was heißt Mary Buchinger. Sie ist sehr, sehr schöne Dichterin. Ich habe liebe Sachen von ihrer Lieder. Ihr seht da die Original. So I have a couple of short things. The first is a poem from a good friend of mine back in der Alterheim, das heißt Massachusetts, Cambridge, Massachusetts. And I think she's a wonderful poet. The original, which you see here, is in English. I have translated into Yiddish. She tells me she's very fluffy about having her poetry translated. And so I will read it to you in my Yiddish translation. No. Ich bin sehr jung und spiele in draußen mit die Brüder, was seien älter von mir. Wir seien weit von dem Haus. Es wird finster. Die Mama ruft uns. Ein Bruder schreit, Bär! Und alle 5 Brüder laufen. Sie seien so viel Gicher. Ich der Spiel die Finsternis heben sich auf. Oh, sehr schön. Und ich habe nach dem kleinen Meisele, was ist geschehen mit mir efter 20, 30 Jahre zurück. So this is a short story. It's something that happened to me 20, 30 years ago. And in it, I learned something I found very surprising. Glücklich interessieren sich in menschliche Emotionen. Ja, ich weiß, ich wollte euch nicht so gesagt. Ich gedenke nicht den Freundnamen. Wir haben studiert Mathematik zusammen. Der Simon ist gekommen zu der schönen Wohler Frühlingszeit, wenn Trachten und Lernen sich wären plötzlich idyllisch. Und so seien wir gesessen bei Gordentisch in ihr Häuf, auf der zarten Abend. Auf der anderen Seite bin ich gewesen in gewaltige emotionelle Suren. Und es hat angehäuben, herauszugießen von mir in einen Strom, wie die Naturkraft, in einen Geyser von Zorn und Pein. No. Anderes, I need another slide. Soft kol soft habe ich geschwiegen. Es ist da gewesen ein größer Juck auf ein Zweig, was hat geteilt
kein dem Tisch. Hat auf uns geguckt, auf mir geguckt. Hat geguckt? Sie ist es gewesen, etwas a jokeldicker Tropperkusch, was wir wollen keinmal nicht verstehen. Als ich haben sich geschwiegen, hat Mach getan mit etliche Fies, am moderne mechanische Mach, was man kann nur tun, als man wohnt in ein Exoskelett. Und hat sich herumgekehrt und ist 6 weggegangen. Fantastisch. Okay. Sehr schön. Danke, größten Dank, Mischa. Gib uns mehr. Ja, sehr, sehr schöner Dank. Okay, jetzt haben wir Ines Grimland. Ines ist geboren geworden in Kursk in Ukraine. Sie wohnt jetzt in Buenos Aires. Sie ist eine Aktrice und Meisterin der Erzähler und sie euch lernt, Menschen zu erzählen meistens auf Jiddisch, ja? Oder auf Englisch oder auf Polnisch oder und sie schreibt Pjessen. Also unmute yourself, Ines. Ja, wir können nicht hören. And over to you. Ja. Seid mal grüßt. Ich will euch erzählen, a Sholem Aleichems Meise, was heißt a Feinkuchen für reiche Menschen. Oi, was kann ich für Sogen hinde? Nur a Gewirr darf man sein. Für was bist gewinnen du's? Ich bin gewinn beim Gewürzstieb. Oi, sie haben weggestellt euch vom Tisch a Feinkuchen mit Eier. Gold, Hinde, Gold. Ach, wenn ich kein Scheinig, was hat es gehabt? Goldene Knäblach? Ich kann dir sagen, a Satan wie von Ganeven. Du hast es versicht? Was hat es zitieren? Ob du es nicht versicht? Wie also weißt du, was für ein Tames hat? Ich habe es gesehen von der Weitens. Es hat sich zergangen in Mäuler, so wie Peter. Ach, sie sind reiche Menschen. Was fällt sie? Ein Loch im Kopf fällt sie. Ich wollte gewollt, Hinde, als die soll's machen für mir ein Feinkuchen mit Eier. Wade, die redst das selche modne Reit. Für was nicht? Hat schon einmal im Leben. Du bist Mischige geworden. Oi weh, Hinde, ich geh jois vor dem. Mach mir ein Feinkuchen mit Eier. Soll so wissen, wie meine Zures. Du hast eine Ahnung, wie so jemand macht das? Wie wann kann ich wissen? Und für was redst du? Zum Erstens, die Reiche legen alleine, sagt Peter. Oi, soll sein nun, Peter. Aber mach mir ein Feinkuchen mit Eier. Oi, Gewalt und Milch? Soll sein nun Milch. Aber mach mir ein Feinkuchen mit Eier. Ja, aber Eier. Man kann nicht machen ein Feinkuchen von Eier und Eier. Eier. Wo ist geschrieben geworden, dass man darf als Eier? Die nimmst ein einzigen Ei und die machst den Feinkuchen mit Eier. Ich bin Maskim. Aber von wann nehme ich heraus dem Ei? Ich hab gehabt ein einziger Ei und genitzt eine halbe zu die Kartoffel. Ob du willst, wirst du schon gefunden, mit was sie machen, ein Feinkuchen mit Eier. Mit was? Mit einem halben Ei? Weiß ich was, die bist die Balebuste. Ach, Balebuste, Balebuste. Ich schon mit ein bisschen Mehl. Soll sein mit Mehl, aber soll sein ein Feinkuchen mit Eier. Kuchen,
Und von wann nehme ich Mehl? Azoi. A bissl Mehl ist euch dazu. Oi wei, ich hab bloß a Zwiebele. Soll sein mit a Zwiebele, aber mach mir a Feinkuchen mit Eier. Och, ich hab vergessen. Ich hab nicht kein Zwiebele, bloß a Knobel. Soll sein mit a Knobel, aber mach mir a Feinkuchen mit Eier. A schönem Feinkuchen wird rausgehen. Und mit was soll ich einschmieren die Patelnie? Mit was du willst. Aber mach mir a Feinkuchen mit Eier. Oh ja, Zanutnik. Ach, geh, wasch ich die Hand. Na, du hast dein Feinkuchen mit Eier. Du siehst mein Feinkuchen mit Eier. Hinde, ich hab dich so lieb. Wir will meinen, als bloß sie können essen Feinkuchen mit Eier. Oi, du siehst am Michael. Oh, ihr schmeckt mit Knobel. Oh ja, Michael, wie gut, Hinde. Ich hab gewollt gegessen Feinkuchen alle Tag. Weißt was, Hinde? Dein Feinkuchen ist nicht so gut, wie ich habe gemeint. Es ist ein bisschen teuer, es wird Salz, es ist knappig. Oi, 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 sei mir, Michael. Gott soll mir nicht strafen für die Reit. Och, oi wei, die Gewirrim. A riechen sie ihr Tatens Tate herein. Ich weiß nicht, wie sie können das essen. Wie sie können sich belecken mit Asami schrecklich Essenwerk. Ja. Sehr guter Sales, Dank. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt haben wir Steve Ogen. Kennst Herren? Ja. Ja, das ist ein Lied von Yitzchak Leib. Veretz, mein nicht, die Welt ist ein Kretschme. Es dachte sich, es ist ein Lied für heutige Zeiten. Mein nicht, die Welt ist ein Kretschme. Was schaffen zu machen, er Weg sich mit Fäusten und Nägeln zum Schenkfass und fressen und säufen, wenn andere gucken von Weiten mit gläsernen Augen verhallischt und schlingen das Speichs und ziehen zusammen den Morgen, was warft sich in Krämpfen. Oh, mein nicht, die Welt ist ein Kretschme. Meint nicht, die Welt ist eine Börse. Was schaffen, der Starke soll handeln mit Miede und Schwache, soll kaufen bei armen Mädchen die Busche, bei Freuen die Milch von die Brüsten, bei Männern der Macht von die Beine, bei Kindern dem Schmeichel, dem seltenen Gast auf dem wachsenden Ponien. Oh, mein nicht, die Welt ist eine Börse. Mein nicht, die Welt ist ein Hefke, verschaffen, verwerf und verfuchsen, verräuben, verschwindel, der Himmel, ein Vorhang, als Gott soll nicht sehen, der Neppel, man soll auf die Hände nicht gucken, der Wind, zu verstecken die wilde Geschreien, die Erde, einzusappen das Blut von Carbones. Oh, mein nicht, die Welt ist ein Hefke. Die Welt ist kein Kretschme, kein Börse, kein Hefke. Gemosten wird alles, gewogen wird alles. Kein Trä und kein blutiger Tropfen vergehen. Umsist wird kein Funk in kein Eug nicht verloschen. Von Tränen wird Teichen, von Teichen wird Jammen, von Jammen a Mobbel, von Funken a Dune. Oh, mein nicht, lässt ihn, lässt Dayan.
Dank. Und deine Interpretation euch. Sehr gut, sehr gut. Okay. Haben wir Sergio. Sergio, bist du? Okay, Sergio wohnt in Buenos Aires. Ist ein jiddischer Akteur, ein Lehrer und ein Psychologe. Okay, Sergio. Zu dir. Ja, mein Name ist Shimshon. Und ich will singen für euch ein Lied, was der Berditsche Werner Joir hat gemacht, wenn sein Sohn Meyer Ulevaschulen ist gestorben. Meyer, meine Sohn, Meyer, meine Sohn, oje Meyer, meine Sohn. Sie weiß die Farbe, wenn die stehst, sie weiß die Farbe, wenn die stehst. Lifnei Melech Malchei Amlochim tatnu. Lifnei Melech Malchei Amlochim tatnu. Lifnei Melech Malchei Amlochim tatnu. Meyer ke meine Sohn, Meyer ke meine Sohn, oje Meyer ke meine Sohn. Was bist du bei ihm beten? Was bist du bei ihm beten? Vonei chayei mezon yetatnu. Vonei chayei mezon yetatnu. Vonei chayei mezon yetatnu. Meyer ke meine Zin, Meyer ke meine Zin, oi Meyer ke mein Zin, oi was darfst du wohnen, oi was darfst du wohnen, wo nimo mikime batoyero tatuniu. Bonim umekime batoyer rotatnu. Bonim umkim batoyer rotatnu. Meyer ke meine Zin, Meyer ke mein Zin, oi Meyer ke mein Zin. Oi was darfst du chayei, oi was darfst du chayei, kol achayim yoduch tatnu, kol achayim yoduch tatnu, kol achayim yoduch Meyer ke meine Sohn, Meyer ke meine Sohn, oje Meyer ke mein Sohn, oi was darfst du me sonnen, oi was darfst du me sonnen, ואוכלתו ושבותו ובירכתו תתניו. ואוכלתו ושבותו ובירכתו תתניו. ואוכלתו ושבותו ובירכתו תתניו. Meyer ke meine Sohn, Meyer ke meine Sohn, oje Meyer ke mein Sohn, sie weißt du, wer du bist.
Sie weißt du, wer die bist. Ineni oni mimas tatio. Ineni oni mimas tatio. Hineni honi mimas SCoJeC. SCoJeC, sehr schön. Fantastic. Wonderful. Hey. Absolutely wonderful. So, wir kommen zu den Enden von unser der 26er oder 28er offenen Mikrofon. Und der letzte wird sein Phil Tomlinson. Phil von euch von Soffenmeyer of London, aber wohnt in Matlock, Derbyshire. Pensioniert ist als Singer, ein jiddischer Singer, und arbeitet in Gorten. Efter, aber lavdafke auf derselben Zeit. Phil. Hi, ich will dir singen ein schönes Volkslied an Hebs geschrieben von Chaim Bialik in Hebräisch. I'll sing you a beautiful folk song originating from a poem by Chaim Bialik in Hebrew. In mein Garten hat a Brunnen mit einem sich gefunden. Alle Schabes kommt der Rebe trinken Wasser dort, mein Lieber. Wie mein Herz der Emmer wacht, tritt sein Gold in Brunnen sacht, trifft der Perl, trifft der Zweiter, otter geht er, otter geht er. Schau mir durch des Klingen tritt, ist das und öfscher nicht. Giche, komm mein Schöner, ich bin allein und weiter keiner. Setzen mir sich da beim Wand, Kopf zu Achsel, Hand in Hand. Ich will dich fragen, a paar Sachen, sollst dich bettig noch nicht lachen. Sag, von wannen kommt der Schmerz, wie Havorem knockt das Herz. Es hat gehört mein Mama reden, als du willst mit mir sich schäden. Sagt mein Lieber, geh, schon geh, son ihm sagen, dass sei. Noch ein Jahr, als Gott wird wollen mir a Chuppe stellen. Dank, Phil. Dank. Okay, also das ist der Endigen von der Yiddish Open Mic Café, das Mal. Der kommende Mal wird sein auf der 9. August und nachdem der 6. September. Aber ich will der Monen zu gedenken zu machen an der Dover. Please make a donation to the Together Plan. Die